Wasserschaden in der Küche. Kommen Sie schnell, das Wasser läuft. Ich bin schon da, zeigen Sie mir die Stelle. Hier, unter der Spüle, es spritzt überall. Oh, das sieht nach einem Rohrbruch aus. Ist das sehr schlimm? Nein, das kann ich reparieren. Soll ich das Wasser abstellen? Ja, drehen Sie bitte den Haupthahn zu. Ich hole schnell noch ein Handtuch. Gute Idee, der Boden ist schon nass. Wie lange dauert die Reparatur? Etwa eine halbe Stunde. Das ist eine Erleichterung. Haben Sie ein Ersatzteil im Haus? Nein, leider nicht. Kein Problem, ich habe alles im Auto. Vielen Dank, dass Sie so schnell da waren. Gern geschehen, das ist mein Job. So, jetzt ist es trocken. Das Rohr ist wieder dicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falsch geparkt. Entschuldigung, was ist hier passiert? Sie haben falsch geparkt. Oh nein, das wusste ich nicht. Hier ist ein Halteverbot. Sehen Sie das Schild? Ehrlich gesagt, ich habe es nicht gesehen. Das kommt leider öfter vor. Muss ich jetzt bezahlen? Ja, es gibt einen Strafzettel. Wie viel kostet das? 25 €. Das ist ärgerlich, aber verständlich. Hier ist der Zettel mit allen Informationen. Wie kann ich das bezahlen? Es gibt eine Nummer auf dem Zettel. Vielen Dank, ich zahle das sofort. Das ist sehr vernünftig von Ihnen. Nächstes Mal achte ich besser auf die Schilder. Das ist eine gute Idee. Kann ich mein Auto jetzt wegfahren? Ja, natürlich. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ihnen auch, auf Wiedersehen. Die Waschmaschine ist kaputt. Die Waschmaschine macht komische Geräusche. Zeigen Sie mir bitte, wo sie steht. Hier und jetzt tropft auch noch Wasser heraus. Das sieht nach einem Problem mit der Dichtung aus. Ist das teuer zu reparieren? Das kommt darauf an, ich schaue es mir an. Wie lange läuft die Maschine schon so? Seit ein paar Tagen, glaube ich. Können Sie das heute noch reparieren? Ja, ich habe die Teile dabei. Das freut mich zu hören. Darf ich kurz Ihre Taschenlampe benutzen? Natürlich, hier bitte. Ah, ich sehe das Problem schon. Was ist es denn? Ein kleiner Schlauch ist locker. Ist das schnell zu machen? Ja, nur 5 Minuten. Perfekt, ich warte hier. So, jetzt ist alles wieder fest. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Müll richtig trennen. Entschuldigung, ich bin neu hier. Herzlich willkommen. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich verstehe die Mülltrennung nicht. Kein Problem, ich erkläre es Ihnen gerne. Wohin kommt denn Papier? Papier kommt in die blaue Tonne. Und Essensreste?
Die kommen in die braune Tonne. Was ist mit Plastik und Verpackungen? Das kommt in die gelbe Tonne. Und der Rest? Restmüll kommt in die graue Tonne. Das ist wirklich kompliziert. Am Anfang, ja, aber man gewöhnt sich daran. Gibt es dafür feste Termine? Ja, die Abholtermine stehen im Kalender. Wo finde ich diesen Kalender? Er hängt meistens im Hausflur. Vielen Dank für die Erklärung. Gern geschehen, fragen Sie jederzeit wieder. Das ist sehr nett von Ihnen. Kein Problem, dafür sind Nachbarn da. Einen Kita-Platz suchen. Guten Tag, ich suche einen Kita-Platz. Guten Tag, wie alt ist Ihr Kind denn? Sie wird im September 2 Jahre alt. Ab wann brauchen Sie den Platz? Am liebsten ab Oktober. Haben Sie sich schon auf der Warteliste angemeldet? Nein, noch nicht. Dann sollten wir das gleich machen. Wie hoch sind die Chancen auf einen Platz? Das kommt auf die Warteliste an. Wie lange muss man normalerweise warten? Meistens zwischen 3 und 6 Monaten. Das ist gut zu wissen. Möchten Sie unsere Kita einmal besichtigen? Ja, sehr gerne. Wir könnten nächste Woche einen Termin machen. Perfekt, das passt mir gut. Bringen Sie bitte auch die Anmeldeunterlagen mit. Welche Unterlagen brauche ich genau? Die Liste schicke ich Ihnen per E-Mail. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen, bis nächste Woche. Sperrmüll anmelden. Guten Tag, ich möchte Sperrmüll anmelden. Guten Tag, was möchten Sie denn abgeben? Einen alten Schrank und ein kaputtes Sofa. Das ist kein Problem. Wann könnte die Abholung sein? Schauen Sie mal auf den Kalender hier. Der nächste freie Termin ist wann? In 2 Wochen am Donnerstag. Das passt mir gut. Wie viele Gegenstände sind es insgesamt? Ich glaube, 3 größere Stücke. Gut, das trage ich hier ein. Muss ich dafür etwas bezahlen? Nein, die Abholung ist kostenlos. Das wusste ich gar nicht. Stellen Sie die Sachen bitte an den Straßenrand. Ab wann darf ich das machen? Am Abend davor ist am besten. Vielen Dank für die Information. Gern geschehen, einen schönen Tag noch. Ein Paket zurückschicken. Guten Tag, ich möchte dieses Paket zurückschicken. Guten Tag, haben Sie den Retourenschein dabei? Ja, hier ist er. Perfekt, ich scanne ihn schnell ein. Muss ich noch etwas ausfüllen? Nein, das ist schon alles. Wie lange dauert die Rückerstattung? Meistens ein paar Werktage. Bekomme ich eine Bestätigung? Ja, ich gebe Ihnen einen Beleg. Muss das Paket noch verklebt werden? Nein, es ist schon gut verpackt. Das freut mich zu hören.
Ist noch etwas in der Verpackung? Nein, nur der Artikel und der Schein. Dann ist alles bereit. Wie viel kostet der Versand? Der Rückversand ist kostenlos. Das ist wirklich praktisch. Hier ist Ihr Beleg, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Im Schuhgeschäft. Guten Tag, ich suche neue Schuhe. Guten Tag, welche Größe haben Sie? Ich glaube, Größe 43. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, bequeme Schuhe für den Alltag. Ich zeige Ihnen ein paar Modelle. Diese hier gefallen mir gut. Möchten Sie sie anprobieren? Ja, gerne. Wie fühlen Sie sich an? Sehr bequem, wirklich angenehm. Die Größe passt also gut? Ja, perfekt. Möchten Sie die Farbe braun oder schwarz? Ich nehme die braune Farbe. Eine gute Wahl. Was kosten die Schuhe? 90 €. In Ordnung, ich nehme sie. Soll ich sie Ihnen einpacken? Ja, bitte. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Blutabnahme beim Arzt? Guten Tag, ich bin hier für die Blutabnahme. Guten Tag, setzen Sie sich bitte hierhin. Danke, ich bin etwas nervös. Das ist ganz normal, keine Sorge. Tut es sehr weh? Nein, nur ein kleiner Pieks. Wie viel Blut brauchen Sie? Nur ein paar Röhrchen. Wie lange dauert das? Nur wenige Minuten. Soll ich den Arm ausstrecken? Ja, machen Sie bitte eine Faust. So, ist das richtig. Ja, genau richtig. Ich spüre schon fast nichts. Sehen Sie, es ist fast fertig. Das ging wirklich schnell. Jetzt drücken Sie kurz auf die Stelle. Wann bekomme ich die Ergebnisse? In etwa 2 Tagen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen, gute Besserung. Gebrauchtwagen beim Händler. Guten Tag, ich interessiere mich für diesen Wagen. Guten Tag, das ist eine gute Wahl. Wie viele Kilometer hat er? Etwa 80.000 Kilometer. Wie alt ist das Auto? Es ist 4 Jahre alt. Gab es schon Unfälle? Nein, es ist unfallfrei. Kann ich eine Probefahrt machen? Ja, natürlich, gerne. Was kostet der Wagen? 14.000 €. Ist der Preis verhandelbar? Ein bisschen, ja. Gibt es eine Garantie? Ja, 1 Jahr Garantie ist inklusive. Das klingt gut. Möchten Sie den Motor sehen? Ja, gerne. Bitte schön, alles sieht sehr gepflegt aus. Ich überlege es mir und melde mich. Gerne, ich stehe für Fragen zur Verfügung. Freunde im Krankenhaus besuchen. Hey, schön, dass du gekommen bist. Natürlich, wie geht es dir?
Es geht mir schon viel besser. Das freut mich total zu hören. Der Arm tut noch etwas weh. Wie ist das eigentlich passiert? Ich bin beim Fußball gestürzt. Oh nein, das tut mir leid. Ist halb so schlimm, es heilt schon. Ich habe dir etwas mitgebracht. Oh, wie lieb von dir. Nur eine Kleinigkeit, mach es auf. Danke dir, das ist wirklich süß. Wie lange musst du noch hier bleiben? Wahrscheinlich noch 2 Tage. Soll ich dir etwas mitbringen? Vielleicht ein paar Bücher. Klar, mache ich gerne. Danke, dass du an mich denkst. Dafür sind Freunde doch da. Du bist wirklich die Beste. Beim Sportverein anmelden. Guten Tag, ich möchte meinen Sohn anmelden. Guten Tag, wie alt ist er denn? Er ist 9 Jahre alt. Für welchen Sport interessiert er sich? Er möchte gerne Fußball spielen. Perfekt, wir haben eine Kindermannschaft. Wann finden die Trainings statt? Dienstags und donnerstags um 16 Uhr. Das passt gut in unseren Plan. Braucht er spezielle Ausrüstung? Ja, Fußballschuhe und Schienbeinschoner. Die kann man auch hier im Verein kaufen. Das ist praktisch. Wie viel kostet die Mitgliedschaft? 15 € im Monat. Das ist ein fairer Preis. Wann kann er zum ersten Training kommen? Schon nächste Woche, wenn Sie möchten. Perfekt, das machen wir so. Hier ist der Anmeldebogen für Sie. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen, wir freuen uns auf ihn. In der Waschküche. Guten Tag, sind Sie auch schon lange hier unten? Guten Tag, nein, ich bin gerade erst gekommen. Ist eine Maschine noch frei? Ja, die daneben ist frei. Wunderbar, dann fange ich gleich an. Waschen Sie auch am liebsten am Wochenende? Ja, unter der Woche habe ich keine Zeit. Das geht mir genauso. Wie lange läuft so ein Waschgang? Etwa eine Stunde bei mir. Bei mir dauert es meistens länger. Vielleicht ist Ihr Programm anders eingestellt. Das kann gut sein. Trocknen Sie die Wäsche auch hier unten? Nein, ich hänge sie lieber draußen auf. Das ist bei diesem Wetter eine gute Idee. Genau, dann spart man auch Strom. Ein guter Gedanke, das mache ich jetzt auch. Sehen Sie, meine Maschine ist schon fertig. Das ging aber schnell. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal.